Also ich verstehe die Diskussion natürlich total. Es geht immer darum, dass unglaublich viel Geld verdient wird. Das stimmt natürlich, am Spitzenniveau wird unglaublich viel Geld verdient im Fußball. Aber es ist ja nicht so, dass Fernsehanstalten und so weiter, wer auch immer das Geld reinschmeißt in den Markt am Ende, dass die nicht selber ihren Schnitt damit machen. Also geht tatsächlich ein bisschen darum, es geht um Verknappung und dadurch Qualitätserhöhung. Alle großen amerikanischen Sportarten haben als Beispiel, die haben 4 Monate Pause. Also die machen alle, es ist eine andere, Eishockey, American Football, ist alles eine unterschiedliche Belastung, aber die sind alle sehr stark belastet. Im American Football weiß ich gar nicht genau, wie viele Spiele haben, das sind nicht so wahnsinnig viele, haben trotzdem dann eine 4-monatige Pause. Es geht darum, das Volk wird trotzdem weiter bespaßt, weil die Pause nicht gleichzeitig stattfindet, aber also immer eine Sportler, der sie nachgehen können oder die Konsumenten nachgehen können. Für den Fußball ist es tatsächlich so, dass es so aussieht, als könnte man ohne Fußball alle 3 Tage nicht mehr überstehen. Und uns wird ständig suggeriert, wir verdienen so viel Geld, weil so viele Spiele da sind. Das stimmt nicht. Es ist nicht im gleichen Maße mehr Geld geworden in den letzten Jahren, wie die Spiele sich vermehrt haben. Es wird einfach versucht, immer mehr rauszupressen. Und da müsste man sich einfach mal hinsetzen und sagen, so pass mal auf, muss tatsächlich. Aber es gibt ja so viel, es führt viel zu weit. Warum ist die Weltmeisterschaft auf einmal so groß? Weil Infantino überall auf der Welt war und Stimmen eingesammelt hat und den Leuten versprochen hat, dass sie dann bei der an der WM teilnehmen können. Warum ist die Club-WM so groß? Die Gründe dafür sind alle klar. Es geht immer um Geld. Ich glaube, wenn wir den Fokus irgendwie hinkriegen, tatsächlich sagen, wir spielen weniger und dann tatsächlich auch den Spieler, Trainer fragt, so, seid ihr bereit, auf etwas zu verzichten, falls notwendig, was ich nicht glaube, falls notwendig, dann wären die sicher auch bereit dazu, ohne Zweifel. Aber es wird ja gar nicht gemacht. Die PFA in England ist richtig auf dem Baum. Man wird sehen, die Spieler werden unter Umständen dagegen vorgehen, gegen die Club-WM. Die ganz großen Vereine gehen nicht hin. Real Madrid sagt, ja, für die paar Ocken, die spielen wir zweimal in Amerika im Sommer, dann kriegen wir viel mehr Geld. Also es ist ein Problem und ich weiß noch nicht, ob das Turnier wirklich stattfinden wird nächstes Jahr.